After 9 films, it is time to look back. The most beautiful moments of the past 2 years come together as one. Each film started with inspiration, sometimes found in art, sometimes in nature, and sometimes in a technique, a shape, a memory, or a simple observation. But you can also find inspiration close to you, in the people around you, because floristry is never a craft practiced alone. Where did our masterpiece ambassadors get their inspiration from? For me, it was Claude Monet and his painting Impression Soleil Levant, which becomes very special to me. For Kim and Björn, the inspiration comes from the Italian feeling of Sanremo, not only the atmosphere, but also Aphrodite, a symbol of beauty and strength. The idea of La Dolce Vita and La Dolce Far Niente give a lot of freedom for creativity and interpretation. For Hanneke, it all starts with the vase on her windowsill. The simply movement became her real wow moment. The curled shape of ferns in books also turned into an unexpected source of inspiration. It shows how powerful simply observation can be. Let's dive into the technique used by the Masterpiece Ambassadors. Jetzt geht es nochmal um alles und wir überlegen zusammen, wo sind Lücken oder Freiräume? Wo kann man noch mehr herauskristallisieren? Zum Beispiel die Tulpen eignen sich perfekt dafür, die schwebende Wirrung zu erzielen, indem man den Stiel biegt. Man kann aber auch die Blüte aufbiegen und vergrößert so die Oberfläche und die Farbnuancen werden viel besser sichtbar. I'm rolling chicken wire into a loose tube. This is the backbone of the piece. Chicken wire is light, strong, easy to anchor overhead, and the backbone to let the design float. Zal ik jullie eens meenemen in hoe ik dit maak? Aluminiumdraad van 5 mm dik gebruik ik heel veel. Ontzettend sterk materiaal en wel heel buigzaam om hele mooie lijnen mee te creëren. Hier zie je al een hele mooie basis te ontstaan van een mooie vorm. Ik zet het draad altijd vast met stukjes wikkeldraad. Dit wordt nu een druppelvorm, maar je kan er eigenlijk elke vorm mee maken die je maar wilt. Dus het geeft heel erg veel mogelijkheden om met dit materiaal te werken. Auch beim Blumenstrauß haben wir fixe Regeln und das geht dann los, wenn wir die Stiele abschneiden. Auch das machen wir nicht unbewusst. Das geht zwar in Fleisch und Blut über und kommt aus dem Bauch heraus, aber da steckt schon etwas Gelerntes drin. Und zwar schauen wir darauf, wie sind denn eigentlich die Proportionen Stiele zur Blüte. Und dann ganz zum Schluss natürlich die Kür, indem wir ein Messer nehmen und alle Stiele anschneiden, um die Wasserversorgung und die Haltbarkeit der Blüten einfach zu gewährleisten. One flower appeared more than any other. She's featured in 6 out of 9 films. With her climbing shape and strong, bright look, the Gloriosa is a real favorite for florists. It brings movement, energy and character to every design. It also gives a lot of freedom to make artistic flower work. Eine abgeschnittene Blüte. Man weiß ganz genau, dass sie nur eine gewisse Zeit so aussieht, weil sie vergänglich ist. Und das Hier und Jetzt zu genießen, weil es später wieder ganz anders aussieht. Ik ben dus echt dol op het verwerken van potplanten in mijn arrangementen. Consumenten hebben geen idee waar ze naar zitten te kijken en je krijgt gewoon een lekker ander resultaat. Zo ook deze prachtige Ludicia-orchideeën. Ze noemen ze ook wel aardorchideeën. Ik hou heel erg van de donkere kleur. Ze kunnen in de buisjes in het arrangement, maar ook droog zijn ze ontzettend lang houdbaar. Er komen ook nog eens hele mooie kleine witte bloemetjes uit. Pearly willow is one of my favorite materials to start with. Its twisting lines and natural flexibility are perfect for creating movement and flow within the design. I carefully select each piece, imagining how it will work within the whole. Heute dreht sich alles um die Königin der Blumen, die Rose. Genauer gesagt um die niederländische Rose, Viret Naomi und die verschiedenen Sorten von Avalanche. Wusstet ihr, dass Avalanche Neubeginn bedeutet? De Chrysant Pipsalmon staat altijd bovenaan mijn lijstje. Ik gebruik deze soort chrysant heel vaak.
Fantastisch qua houdbaarheid, is in meerdere kleuren beschikbaar en zijn echte rustpunten in een arrangement, zoals je hier wel ziet. Astrantia Roma, filigran und verspielt. Hypericum Magic Triumph, ein tiefes Rot, was ganz robust ist. Callistephus Buttons Blue, eine typische Sommerblume. Scapiosa French Vanilla Bonbon Scoop, ganz zart und romantisch, verspielt und leicht. Die Textur der Astilbe erinnert mich an Samt, die will man am liebsten anfassen. Tief in die Steckmasse stecken, nimmt sie ihr wohlverdienten Platz im Ensemble ein. Denn wenn man die Regeln kennt, kann man sie auch bewusst brechen. Wiring the ranunculus through the head ensures it remains secure while allowing for movement, a balance of function and beauty. En als finishing touch deze fantastische Ceropegia planten. Ook hier heb ik altijd heel veel van staan op voorraad. Altijd klaar om te knippen. Ranken creëren heel veel diepte en lijnen en beweging in het bloemwerk. Dus voor mij zijn het stiekem ook wel eens wat probleemoplossers. Als je een ronde vorm wilt creëren en er zit een deukje in, leg er een rankje bij langs en je hebt het probleempje opgelost. I step back, check lines, then start wiring glass water tubes. Two attachment points per tube stop them from tipping and gives the proper security for this mechanic. Ik steek ze los in de vaas en ik pak ze later in de hand. Als je hele grote boeketten maakt, kun je alles wel in de hand binden, maar dan ben je eigenlijk jezelf een beetje aan het pesten. Dus ik werk heel vaak met grote boeketten op deze manier. Ich liebe diese Farben so sehr, weil sie zurückgenommen und ruhig sind. Überall dort, wo ich die Drahtbürsten noch sehe, wird jetzt Stück für Stück Thymian und Olive eingearbeitet. Durch den Aludraht lassen sich die Zweige wunderbar befestigen. Alles sitzt sicher und bleibt in Form. Und jetzt kommt das wirklich Praktische daran. Ich brauche keine Wasserversorgung. Die Olive kann ich ganz unkompliziert einfügen und sie hält auch ohne Wasser enorm lang. Together, these are the 9 creations, 9 masterpieces. These films are a tribute to the floristry profession. They show what makes our work so special. The florist is at the center. It is not only the final result that matters, it is the personal interpretation, the choices and the vision of the designer. That is what you see and feel in every film. From large installation to bouquets, every piece tells its own story. Floral work is much more than decoration. It is a form of art, made with skill, care and feeling. Every flower design is a masterpiece in its own way. As FM Group, we are proud to be a link between grower and florists. Through our global network, we connect craftsmanship, creativity and inspiration, supporting florists around the world as they continue to grow, create and pursue their dreams. Nochmal ein großes Dank auch hier an Masterpieces, dass ihr uns diese Möglichkeit gebt, uns so frei in all unserer Gestaltung auszuleben. Und ich finde, das zeigt einfach die Liebe zum Beruf, die wir alle haben. Wir lieben und leben die Blumen. Und da sollte man auf jeden Fall Dank an die Gärtner sagen, denn wir könnten uns alles erträumen, was wir wollten, wenn sie nicht wären, die uns dann am Ende mit den Blumen und der Blütenvielfalt versorgen würden im täglichen Leben. Danke. Hi, welkom. Fijn dat je er bent.